Anime-Fakten, die du noch nicht wusstest. Wenn du doch einige kanntest, schreib in die Kommentare, wie viele du nicht wusstest. Ab geht's! 60% der Animationen auf der Welt sind Anime. Die Wahrscheinlichkeit war also sehr hoch, dass wir als Kinderstadt sowas gesehen hätten. 80% der Menschen in Japan hören sehr viel J-Pop. Darunter sehr viele Anime-Openings. Also könnt ihr euch solche wie folgt vorstellen. Die Titanen in Attack on Titan basieren auf Betrunkenen. Oder alternativ sagen wir einfach, dass Betrunkene auf Attack on Titan basieren. Jeder in Code Geass liebt Pizza, weil die Serie von Pizza Hut finanziert wurde. Also ist der Anime auf Pizza Hut sein Nacken. Für mich bitte eine saftige Margarita-Pizza mit Putenstreifen, Brokkoli, Hollandaise-Soße. Death Note inspirierte chinesische Kinder, die Namen ihrer Lehrer aufzuschreiben. By the way, deswegen ist Death Note in China verboten. Ich stelle mir das nur komisch vor, wenn ich das damals mit meinem Lami-Füller aus der Sedge-Federmappe in mein Hausaufgabenheft gemacht hätte. Studio Ghibli wird nach einem Zweiten Weltkrieg-Ära-Flugzeug benannt. Ey Mann, wie sollen wir eigentlich unser Animationsstudio für unsere kinderfreundlichen Anime nennen? Krieg, Zerstörung, Hass, Ghibli-Kampfflugzeug. Gute Idee. Es wird in Japan mehr Papier für Manga gebraucht als für Klopapier. Also kann ich mir bald wirklich meinen Arsch mit Re:Zero abwischen. Und ja, ich weiß, dass er nur Light Novels hat, hihi. Die Autoren von Sailor Moon und Hunter x Hunter sind verheiratet. Ich meine, die beiden ergänzen sich wirklich perfekt. Das ist die Autorin von Sailor Moon und das hat sie kreiert. Und das ist der Autor von Hunter x Hunter und das hat er kreiert. Bleach ist fast gar nicht passiert. Der Serienautor reichte dem Verlag damals Bleach ein, aber die lehnten es ab, weil das Magazin einen zu vollen Zeitplan hatte. Sorry, Kylie Jenner. Akira Toriyama, der Dragon Ball Schöpfer, hat davon Wind bekommen. Er nahm ein Telefon. Ja, gib mal ein Telefon her. Und hat ihm gesagt: Sabber, Bruder, mach einfach weiter. Dieser Anime-Charakter aus Is This a Zombie hat 22 verschiedene Stimmen. Für eine Charakterin, die gefühlt nicht redet, muss man dazu sagen. Wir sollten den Synchronsprecher wechseln. Hey, wo ist eigentlich mein Skript? Das hier ist ein leeres Blatt. Fang an. Hä? Aber das ist doch ein leeres... Fang an. Boah, Bruder, ich hab Gänsehaut, Alter. Den nehmen wir. Ich auch, Bruder, den nehmen wir 100%ig. Demon Slayer hat das höchste Einspielergebnis aller Anime-Filme weltweit und löste Your Name ab. Völlig zu Recht, ich fand Your Name eh nie so krass und Mugen Train war anders. Wenn wir schon bei Your Name sind, Orte aus Your Name wurden aus dem Real Life entnommen. Stellt euch mal vor, die machen ein Anime in Deutschland. Wie soll das aussehen? Auch ein Supermarkt für Lebensmittel. Direkt an der Reeperbahn, ab 10 Uhr morgens, 13 Stunden lang, jeden Tag im Jahr. Nicht One Piece oder Detektiv Conan, nein, Bruder, nicht mal Simpsons oder SpongeBob. Sasae-san ist die am längsten laufende animierte TV-Serie mit über 2500 Episoden. Bruder, wie sieht das aus? Ja gut, ich meine, Osama Ranking sieht vom Ding her nicht viel besser aus. Trotzdem lieb ich dich, Boji. In Japan starten rund 40 neue Animes pro Woche. 40 Mal die Woche. Brüste, Nacktheit, perverse Szenen. Geil! Manga-Zeichnungen findet man in Japan auch in Kochbüchern. Ich meine, bei so einem Anblick kann man doch nur Appetit bekommen, oder? Die Manga- und Anime-Industrie in Japan macht jährlich einen Umsatz von 81 Milliarden Euro. Irgendwelche alten, dicken, anzugtragenden Männer verdienen mit meinem Trauma ganz viel Geld. Die ersten Animes und Manga erschienen nach dem Zweiten Weltkrieg, weil japanische Zeitungen von den USA kontrolliert und teilweise auch verboten waren. Und Anime ermöglichte Japanern halt ihre Meinung frei zu äußern. Ich will ja nichts sagen, aber ich glaube, Werke wie Yarichin Bitch Club, Reader of Healer oder Boku no Pico können nur Folgen einer Atomexplosion sein. No front. Insgesamt sind 3853 Spieler in der Sword Art Online Welt gestorben. Free Kill, Easy XP, Learn to Play, Bad Game. Biene Maya und Heidi sind ein Anime. Ich glaube, mit Anime Opening wäre es sowieso viel epischer.
Die Produktion einer Folge von einem Anime kostet ca. 100.000 Euro. Ja nee, ist klar. Der älteste Anime heißt Katsudo Shashin und ist aus dem Jahre 1907. Aber hey, er ist ja besser animiert als Seven Deadly Sins.